In diesem Video werde ich dir die 12 Bausteine eines freien Lebens vorstellen und dir erklären, wie du diese erreichen kannst und was du 2026 tun musst, um deinem Ziel, ein freies Leben zu führen, möglichst nahe kommen kannst. Den meisten Zuschauern dieses Kanals, den meisten Zuhörern unseres Podcasts geht es darum, ein freies Leben zu führen. Ein Leben, das frei ist von überhöhter Besteuerung, möglicherweise komplett steuerfrei. Ein Leben, wo man ortsunabhängig leben kann. Ein Leben frei von staatlicher Bevormundung. Ein Leben ohne den Überwachungsstaat. Ein Leben frei von Vorschriften, die einen einschränken. Ein Leben, in dem man frei ist, das eigene Potenzial, die eigenen Fähigkeiten und auch die eigentlichen Leidenschaften zu entfalten. Also ein Leben, das in Deutschland, in Österreich und im Rest der EU immer schwieriger zu erreichen zu sein scheint. Jedes Jahr gibt es neue Vorschriften, höhere Steuern. Der Überwachungsstaat breitet sich immer krasser in unserem Leben aus. Es scheint immer schlimmer zu werden. Uns drohen Dinge wie der digitale Euro, die digitale ID, das zentrale Bankkontenregister, möglicherweise irgendwann mal ein Vermögensregister, wer weiß. Also mehr und mehr entwickelt sich, so scheint es jedenfalls, die Europäische Union zu einem digitalen Gulag, dem man eigentlich möglichst schnell entkommen sollte. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan und viele unterschätzen, was man tatsächlich dafür unternehmen muss, dass man sich wirklich befreien kann. Deswegen möchte ich dir in diesem Video einmal die 12 Bausteine eines wirklich freien Lebens vorstellen. Da packe ich jetzt 20 Jahre Erfahrung aus der Beratung hinein. Wir haben tausende Mandanten beraten und in unseren Seminaren kennengelernt. Freiberufler, Unternehmer, Privatiers, Investoren, Rentner, Pensionäre, die sich ein freies Leben im Ausland aufgebaut haben. Und die Maßnahmen, die ich dir jetzt vorstelle, die Bausteine, die ich dir in diesem Video zeigen werde, die stammen im Grunde aus diesem Erfahrungsschatz der letzten 20 Jahre, die wir aufgebaut haben. Das lässt sich natürlich so nicht auf jeden jetzt 100%ig übertragen. Das musst du dir auch zu eigen machen. Da musst du sozusagen deine eigene Version davon entwickeln. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir hier die Bausteine eines freien Lebens tatsächlich ganz gut abgebildet. Ich habe das Ganze auch nochmal schriftlich ausgeführt. Wenn du die schriftliche Version haben möchtest, auch noch mit ein paar mehr Ausführungen und Gedanken, dann hinterlass uns gerne deine E-Mail-Adresse hier in dem Formular auf unserer Webseite, Details dazu und Link in der Beschreibung dieses Videos und dann kriegst du das gerne natürlich von uns zugeschickt. Ich habe die Bausteine jetzt schon priorisiert. Natürlich der erste Baustein ist sozusagen der wichtigste und dann geht es eben weiter bis zum 12. Aber die sind im Grunde genommen alle wichtig. Die Reihenfolge, in der solche Dinge zu klären sind, abzubilden sind oder dann auch einzuleiten sind, das ist bei jedem natürlich etwas unterschiedlich, aber du wirst schon sehen, das wird sich dann gleich aus dem Kontext ergeben. Was ist der erste Baustein für ein freies Leben? Der erste Baustein ist, dass du identifizierst, wie du dich kurzfristig ortsunabhängig finanzieren kannst. Wir brauchen die Diskussion um ein freies, ortsunabhängiges Leben gar nicht weiterzuführen, wenn du keine Möglichkeit hast, dich ortsunabhängig zu finanzieren. Wenn du natürlich bereits Kapitalvermögen hast, von dem du leben kannst, umso besser. Das ist natürlich die beste Variante. Wenn du passive Einkünfte bereits hast, wunderbar. Wenn du remote arbeiten kannst, als Freelancer oder eine andere Tätigkeit remote durchführen kannst oder ein Unternehmen remote ortsunabhängig aufbauen kannst, das sind alles passable Lösungen. Aber das ist im Grunde genommen der erste Schritt. Bevor du das nicht erreicht hast, brauchst du die anderen Überlegungen dir eigentlich gar nicht erst zu machen. Ein Rentner natürlich zum Beispiel, der kann sich auch ortsunabhängig finanzieren. Also es muss gar nicht unbedingt sein, dass du arbeitest, aber du musst natürlich einen Weg haben, wie du ortsunabhängig letztlich Einkünfte erzielen kannst. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt optimierte Einkünfte. Ich werde später noch zum Thema Kapitalvermögen kommen, wie man davon leben kann. Es geht jetzt aber erstmal darum, dass du den ersten Schritt ins Ausland machen kannst und das geht eben leider nur, wenn du wirklich remote oder ortsunabhängig arbeiten kannst oder am besten natürlich überhaupt nicht mehr von der Arbeit abhängig bist. So, das also ist der wichtigste Baustein von allen. Wenn das nicht möglich ist, wie gesagt, dann kannst du im Grunde genommen das Video jetzt abschalten, sage ich jetzt mal so ganz krass. Also, schalte es nicht ab, die anderen Themen sind auch noch für dich relevant. Aber das musst du mit Sicherheit als erstes erreicht haben. So, der zweite Baustein ist, dass du Klarheit erlangst im Hinblick auf deine Gesundheit. Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, wenn du möglicherweise krank bist, wenn du chronische Erkrankungen hast, wenn du das Land mehr oder weniger nicht verlassen kannst, weil du auf Ärzte und medizinische Versorgung angewiesen bist an deinem aktuellen Wohnort oder
wenn es dir nicht möglich ist, im Ausland eine Krankenversicherung zu erwerben, weil du möglicherweise existierende Krankheiten hast, dann wird das leider mit dem freien Leben im Ausland auch nicht funktionieren. Da muss man leider ganz realistisch sein. Und da gibt es natürlich viele tragische Fälle. Wir hatten Mandanten schon, die wollten auswandern und dann wurde bei ihnen MS zum Beispiel diagnostiziert oder sie hatten einen schweren Unfall oder sie wurden dann krebskrank. Das sind natürlich dann alles Dinge, die das Ganze im Grunde dann behindern. Und selbst wenn man dann sich wieder erholt, wenn man wieder gesund wird, ist es vielfach eben so, dass man dann auch keine private Krankenversicherung mehr im Ausland bekommt. Und damit ist dann im Grunde genommen auch das Auswanderungsvorhaben und das freie Leben im Ausland nicht mehr möglich. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn du schon im sehr vorgeschrittenen Alter bist und möglicherweise gesundheitliche Einschränkungen hast, dann muss man hier auch sehr realistisch sein. Ich würde niemandem empfehlen, hier vorschnell ins Ausland zu gehen, außer dein Arzt stimmt dem zu. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Der dritte Baustein ist, dass du Klarheit erlangst im Hinblick auf deine persönlichen Beziehungen. Ja, also wenn das Thema Finanzen geklärt ist, wenn das Thema Gesundheit geklärt ist, dann sind die Beziehungen das Allerwichtigste. In den meisten Fällen sind es die Beziehungen, die ein freies Leben im Ausland unmöglich machen. Also entweder du kannst nicht weg, weil du zum Beispiel Kinder hast und du möchtest diese Kinder nicht mit ins Ausland verfrachten oder dein Ehepartner will nicht mit oder du fühlst dich verpflichtet gegenüber deinen Eltern oder bist anderweitig familiär eingebunden. Also auch hier musst du klären, was möglich ist für deine Familie, was möglich ist für deinen Lebenspartner, für deine Lebenspartnerin. Und wenn diese nicht mitmachen, dann wird es nicht realistisch sein, dass du ein freies Leben im Ausland führen kannst. Jeder hatte eine andere Herangehensweise. Ja? Wir haben durchaus auch schon Fälle gesehen und ich finde das natürlich sehr traurig und ich würde das auch nicht empfehlen, aber wir haben durchaus schon Fälle gesehen, wo dann Beziehungen, wo dann Ehen auseinandergegangen sind, weil einer gesagt hat, naja, ich werde auf jeden Fall gehen, wenn du eben hier bleiben willst, okay, dann ist die Beziehung vorbei. Ja. Auch das kann heißen, Klarheit zu erlangen, aber wie gesagt, das sollte hoffentlich nicht der einzige Grund sein, sondern dann ist das sozusagen eher der Auslöser, damit das Ganze dann beendet wird, aber nicht der Grund. Wir haben auch andere Mandanten, die sind schon seit längerer Zeit Single. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der war Witwer und der hat gesagt, ich möchte gerne eine neue Frau finden, eine neue Lebenspartnerin finden. Das möchte ich gerne im Ausland tun, zum Beispiel in Asien. Und dann gibt das natürlich auch in gewisser Weise vor, wo du dann zum Beispiel leben wirst und was dann deine Prioritäten sind hinsichtlich Wohnsitz. Ja, also das ist extrem wichtig. Wir Menschen, wir sind ja Herdentiere, wir können nicht gut alleine leben. Das heißt also die Frage, was macht deine Familie? Auch wie gut kommen natürlich deine Verwandten, deine Freunde aus, wenn du nicht mehr da bist, wenn du weggezogen bist, funktioniert das alles? Also das sind extrem wichtige Punkte. Realistischerweise ist es meiner Erfahrung so, dass die meisten Auswanderungen genau an diesem Thema scheitern. Ja, weil aus irgendeinem Grund man nicht wegkommt, man fühlt sich hier beziehungsmäßig eingebunden. Vielfach muss ich sagen, dass diese Hürden nur im Kopf existieren, also die gibt es nicht objektiv, aber natürlich, was im Kopf ist, kann extrem stark sein. Aber wie gesagt, hier musst du für dich Klarheit erlangen, das kannst du, dabei kann dir keiner helfen. Das musst du mit deinem Beziehungsnetzwerk und mit deiner Familie erklären. So, der vierte Baustein ist, Deutschland zu verlassen. Lass mich hier ganz klar sein, du wirst nie ein freies Leben führen können, insbesondere nicht als deutscher Staatsbürger, solange du in Deutschland lebst. Und je schneller du Deutschland verlässt, desto besser ist es, selbst wenn du in ein Land umziehst, was vielleicht aus steuerlicher Sicht zum Beispiel nicht besonders optimal ist. Du weißt, in Deutschland, dort hängt die Besteuerung im Wesentlichen auch an der Staatsbürgerschaft, zum Beispiel die Schenkungssteuer, die Erbschaftssteuer. Die unbeschränkte deutsche Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht ziehst du möglicherweise auch noch 5 bis 10 Jahre nach dem Wegzug mit dir mit. Es gibt die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, sie gilt auch noch für 10 Jahre nach dem Wegzug. Möglicherweise hängt von der Gesamtschau der Fakten ab. Also eins ist klar, je schneller du wegkommst, desto besser ist es. Auch wie gesagt, wenn du zum Beispiel sagst, du ziehst vielleicht erstmal in die Schweiz um. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich bin als erstes in die Schweiz umgezogen. Das war dann mein Sprungbrett, um dann weiterzuziehen. Hier machen wir übrigens regelmäßig Seminare zum Thema Auswandern in die Schweiz. Die Schweiz ist ja schon das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen, muss man schon ganz klar sagen. Das ist nah dran, da spricht man Deutsch, da kann man sich zurechtfinden, ganz einfach. Also das ist nicht die schlechteste Option, ja, wenn du aus Deutschland weg willst. Aber es muss eins ganz klar sein, der Wegzug aus Deutschland, das ist einer der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Bausteine, um ein freies Leben zu erreichen.
Und je schneller, wie gesagt, du dort wegziehst, desto besser ist es. Das muss man ganz klar sagen. Der 5. Baustein ist, dass du lernst, vom Kapitalvermögen zu leben. Das ist etwas, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Das kann zum Beispiel sein, dass du investierst in Aktien, in Krypto, dass du mit Optionen arbeitest etc. Übrigens, dazu machen wir ja auch regelmäßig Seminare, steueroptimiert auswandern als Trader. Und als Investor, da ist Jay Madro dabei, der dir zeigen kann, wie man tradet und bei dem du dann im Nachgang zu dem Seminar tatsächlich im Laufe einer gewissen Frist tatsächlich dann Trading lernen kannst. Also wie man vom eigenen Kapitalvermögen lebt, das ist extrem wichtig. Nur dann bist du tatsächlich frei, wenn deine Existenz nicht mehr an deiner täglichen Arbeit, an deinem täglichen Einsatz hängt. Das können natürlich auch Mieteinnahmen sein, auch Immobilien sind ja Kapitalvermögen, also das heißt, das wäre natürlich ebenfalls attraktive Einkünfte. Oder auch wenn du Dividenden beziehst, zum Beispiel Gewinnausschüttungen aus einem Unternehmen, in dem du nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv bist, das wird natürlich genauso funktionieren, ja. Aber du musst Wege finden, du musst etwas entwickeln, damit du von deinem eigenen Kapitalvermögen leben kannst. Das geht möglicherweise mehrere Jahre, deswegen nenne ich es ja relativ früh in unserer Liste. Das ist etwas, das parallel zu den ganzen anderen Sachen laufen muss. Das ist etwas, mit dem du schon relativ frühzeitig beginnen musst. Baustein Nummer 6 ist der Aufbau eines steuerlichen Wohnsitzes für Banken und Finanzämter. Viele denken sich ja, man kann so komplett vogelfrei leben, man kann digital Nomade sein, man kann Perpetual Traveler sein, ohne irgendwo einen Wohnsitz zu haben, ohne irgendwo steuerlich ansässig zu sein. Und das ist falsch, das funktioniert so nicht. Banken heutzutage wollen immer von dir wissen, wo du steuerlich ansässig bist. Sie wollen eine Steuernummer sehen, sie brauchen einen Adressnachweis von dir, also Strom, Gas, Wasser, Rechnung oder sowas. Das ist extrem wichtig. Und je nach den Einkünften, die du hast, ist möglicherweise auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat vorzuweisen in einem anderen Staat. So, und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, bei Baustein Nummer 4, dass eine wichtige Priorität ist, Deutschland zu verlassen. Dort geht es darum, Deutschland zu verlassen. Das heißt, in welches Land du dann umziehst, ist eigentlich komplett egal. Das kann auch innerhalb der EU sein. Es darf natürlich dich nicht schlechter stellen steuerlich als Deutschland, ist ja völlig klar. Aber selbst wenn du jetzt nach Frankreich, Italien oder Spanien umziehen würdest für eine gewisse Zeit, dann wärst du schon mal aus Deutschland draußen. Dann würde dort schon mal anfangen, die Uhr zu ticken. Der Wohnsitz, von dem ich jetzt spreche, das sollte dann schon ein Wohnsitz sein außerhalb der EU und in gewisser Weise auch ein Wohnsitz sein, an dem du dir vorstellen kannst, wenigstens eine gewisse Zeit zu verbringen. Es ist natürlich durchaus möglich, mehrere Wohnsitze zu haben, aber man sollte auf jeden Fall eine Basis haben, wo man dann auch tatsächlich lang genug anwesend ist, um dann auch dort tatsächlich als steuerlich ansässig zu gelten. Zum Beispiel Dubai 90 Tage, das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Verschiedene Länder haben da verschiedene Regelungen. Bei manchen Ländern geht es um Tagen, bei anderen Ländern eher darum, dass man einen Wohnsitz hat. Da muss man dann im Detail drauf schauen. Aber einen Wohnsitz zu haben, eben zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Serbien ist gut, Georgien ist gut, die Philippinen sind gut, Thailand, etliche Länder Lateinamerikas, Panama, Costa Rica, da lässt sich schon so einiges machen. Paraguay, möglicherweise Uruguay, das sind so die Länder, von denen wir hier gerade sprechen. Das ist nicht so trivial, wie es jetzt klingt. Du weißt ja wahrscheinlich, dass viele Banken ziemlich restriktiv sind, was viele Länder angeht. Das heißt, du musst im Grunde genommen mit deiner Bank klären, welcher Wohnsitzstaat für die Bank passt. Alle Banken haben ihre eigenen schwarzen Listen neben den offiziellen schwarzen Listen, zum Beispiel von der FATF. Es hat natürlich keinen Sinn, einen steuerlichen Wohnsitz in einem Land zu haben, der dann von keiner Bank akzeptiert wird. Ja, also das heißt, das muss sozusagen hier Hand in Hand gehen. Kontoeröffnung und Wohnsitznahme im Ausland. Wenn du jetzt mehrere Wohnsitze hast, wenn du planst zum Beispiel 2, 3 Wohnsitze zu haben, wo du dann jeweils Zeit verbringst, dann ist es wichtig, dass der Hauptwohnsitz oder der steuerliche Wohnsitz sich in einem Land befindet, das steuergünstig natürlich ist. Ich hatte jetzt vorhin als Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate genannt. Und dass der nicht nur steuergünstig ist, sondern eben auch ein Wohnsitz ist, der bei Banken gut akzeptiert ist, wie ich es gerade eben schon erklärt habe. Da können die anderen Wohnsitze durchaus auch in anderen Ländern sein, die jetzt bei den Banken nicht so gern gesehen werden, sagen wir zum Beispiel mal Nordzypern oder sowas. Wie gesagt, du musst klären, wie viel Anwesenheit dort tatsächlich in dem Land gefordert ist, und dann musst du natürlich für dich überprüfen, ob das auch realistisch ist, so viel Zeit dort zu verbringen.
Es hat natürlich keinen Sinn, diesen Wohnsitz in einem Land zu haben, der dir absolut nicht gefällt. Das heißt also, hier ist auch wiederum die richtige Planung notwendig. Und eben außerhalb der EU auch deswegen, damit du nicht von diesen gesamten EU-Vorschriften hinsichtlich der Banken- und Finanzregulierung betroffen bist. Zum Beispiel die ganzen AMLA-Vorschriften, das europäische Kontenregister, MiCA, Travel Rule, DRC 8, DRC 6 und was es da so alles gibt. Deswegen ist wichtig, dass dein Wohnsitz außerhalb der EU ist. Ansonsten sind die Banken möglicherweise verpflichtet, selbst wenn es Banken sind, die nicht in der EU sind, dich entsprechend einzuschränken oder zu überwachen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Konten und Depots außerhalb der EU zu eröffnen. Auch hier natürlich wieder ein wichtiger Punkt. Du willst nicht Teil des EU-Überwachungssystems sein. Wir hatten ja schon in anderen Videos angesprochen, dass es demnächst das zentrale europäische Bankkontenregister geben wird. Dort werden zum Beispiel auch Konten deiner LLC auftauchen, wenn du sie bei Wise oder einem anderen Zahlungsanbieter in der EU eröffnest. Es kann nicht in deinem Interesse sein, dass hier jeder Ermittlungsbeamte in der gesamten EU Zugriff auf deine Konten hat und dann auch noch 5 Jahre Transaktionen sich in aller Ruhe anschauen kann. Das kann nicht in deinem Interesse sein. Daher also schau dir Konten an außerhalb der EU. Gute Standorte sind natürlich die Schweiz, aber auch Singapur, Serbien, Georgien. Also da gibt es einige Länder, die man hier nennen kann. Ganz klar natürlich auch die USA, UK. Also hier haben wir ja auch schon etliche Videos zu den entsprechenden Themen gemacht. Baustein Nummer 8 für ein freies Leben ist Bonität in den USA aufzubauen. Das wird dich vielleicht jetzt überraschen. Wir haben das auch schon viele Videos gemacht. Bonität aufbauen über einen persönlichen Credit Score in den USA. Dann wirst du eben sehr mächtige amerikanische Kreditkarten bekommen, zum Teil mit sehr hohem Verfügungsrahmen. Und dann kannst du im Grunde genommen darauf übergehen, sehr viel mit diesen Karten zu bezahlen. Ich zahle zum Beispiel meine Mieten regelmäßig mit Kreditkarte. Der Vorteil ist, wenn du das machst, ist natürlich nicht, dass du diese Miete auf Pumpe zahlst, ja, sondern du zahlst ja die Karte jeden Monat ab. Aber der Punkt ist eben, je mehr du über diese Karte laufen lässt, desto besser ist es natürlich, weil du dann Punkte sammelst, weil du dann Meilen sammelst und dann kannst du im Grunde genommen irgendwann einfach über deine ganz normalen Ausgaben, die du sowieso hast, dann Business Class und First Class um die Welt fliegen, weil du so viele Meilen gesammelt hast. Das ist eben besonders gut, wenn man große Ausgabenblöcke hat, die man über die Karte laufen lassen kann. Ich hatte schon in anderen Videos erwähnt, dass wir zum Beispiel Mandanten haben, die Immobilien in Dubai off-plan kaufen und dann die regelmäßigen Raten, das sind dann gleich 20.000, 30.000 Dollar, regelmäßig mit diesen Karten bezahlen, ja, und dann natürlich gigantische Meilen sammeln können. Aber auch wenn du zum Beispiel geschäftlich Anzeigen schaltest bei Facebook oder Google Ads, dann kannst du mit diesen Karten natürlich gigantisch Punkte sammeln und das wirkt sich dann wieder auf deine Möglichkeit aus, zu reisen. Ganz davon abgesehen, je mehr du die Karte benutzt, desto besser wird deine Bonität in den USA. Wenn du tatsächlich mal dort ein Business aufbauen willst, dann ist es natürlich extrem hilfreich, dort Bonität zu haben. Oder auch wenn du dorthin umziehen willst mal irgendwann, dann kann dir das extrem helfen, dass dein Start in den USA dann natürlich sehr viel einfacher ist als für andere Ausländer. Daher, auch wenn du andere Konten natürlich noch hast, weltweit nicht alles in den USA ist, weil du da natürlich auch nicht so vom Dollar abhängig sein willst, Bonität in den USA zu haben und dann die richtigen Karten in den USA zu haben, das ist ein ganz wichtiges Element deiner Freiheit. Baustein Nummer 9 für ein Leben in Freiheit ist der Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft. Besonders für Deutsche ist das sehr wichtig. Du weißt, es gibt in Deutschland das Passgesetz. Mit dem Passgesetz kann der deutsche Staat dir den Pass wegnehmen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du die Staatsbürgerschaft verlierst, aber er kann dir das Dokument wegnehmen, also den Pass als Dokument, wenn er der Überzeugung ist, dass du deinen Pflichten als Steuerzahler nicht nachgekommen bist oder auch wenn du dich vom Wehrdienst angeblich drücken willst. Das gibt es nicht in sehr vielen Ländern, solche Gesetze, aber in Deutschland gibt es das. Und das sind jetzt auch noch 2 Gründe, warum dir der deutsche Pass entzogen werden kann. Auch wenn du im Ausland demonstrieren gehst, zum Beispiel für etwas, das dem deutschen Staat nicht gefällt, auch dann kann dir der deutsche Pass entzogen werden. Und da gibt es noch zig andere Fälle, wo das ebenfalls der Fall ist. Deswegen sehr wichtig, dass du einen weiteren Pass hast. Wie du diesen erwirbst, ob du diesen durch Investment erwirbst oder dadurch, dass du zum Beispiel in einem bestimmten Land mehrere Jahre wohnst. Wir reden ja oft hier vom irischen Pass oder auch vom Schweizer Pass. Das musst du dir dann selbst überlegen. Möglicherweise bekommst du auch ja den Pass durch Abstammung. Vielleicht hast du irgendwelche Vorfahren, die Bürger eines anderen Landes waren. Das sind alles Möglichkeiten, die du anschauen willst. Ansonsten eben auch natürlich der Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft durch Investment auch möglich. Aber das ist etwas, mit dem du dich absolut auseinandersetzen solltest.
als ein Baustein für ein freies Leben. Was ist der 10. Baustein für ein freies Leben? Das sind Aufenthaltstitel in verschiedenen Ländern. Hier muss man im Wesentlichen an einen Plan B denken. Wir erinnern uns alle an die Corona-Zeit. Manchmal ist es wichtig, einfach nur wegzukommen und dann irgendwo landen zu können, wo du dich schon auskennst ein bisschen, wo du dir vorstellen kannst, einige Zeit zu verbringen. Wir haben zum Beispiel viele Mandanten, die haben ein Elite-Visum in Thailand. Vielfach heißt das nicht, dass du wirklich in Thailand lebst. Du hast dann dafür 10 Jahre ein Aufenthaltsrecht. Und natürlich kann man ähnliche Visa auch in vielen anderen Ländern erwerben. Zum Teil natürlich sehr viel günstiger auch, als ist mein Beispiel hier in Thailand. Damit könntest du zum Beispiel sagen, dass du dann jederzeit in den 10 Jahren nach Thailand einreisen darfst, dass du da so viel Zeit verbringen kannst, wie du willst. Und das ist dann natürlich für einen Plan B wirklich gut. Vor allen Dingen natürlich, wenn dir Thailand gefällt. Das heißt, dass man sich hier einiger solcher Aufenthaltstitel besorgt. Das ist etwas, das du auf jeden Fall dir überlegen solltest. Viele Mandanten haben zum Beispiel auch Immobilien in Dubai gekauft. Da hat man dann auch ein Golden Visum, also ein weiterer Weg, einen solchen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und wie gesagt, das heißt ja nicht unbedingt, dass du in Dubai dann tatsächlich lebst, aber dass du im Grunde einen Anlaufort hast, wo du Zeit verbringen kannst, falls es einmal notwendig sein sollte. Davon 2 oder 3 zu haben, vielleicht auch 5, ist sicherlich keine schlechte Idee. Übrigens reisen wir regelmäßig mit Mandanten nach Sansibar, eine wunderschöne Insel vor der Küste Tansanias. Dort geht das Ganze genauso. Dort bekommst du einen Aufenthaltstitel, wenn du $100.000 in eine Immobilie investierst. Also deutlich günstiger als zum Beispiel in Dubai. Das ist natürlich auch ein hervorragendes Refugium, ein Rückzugsort und ein Ort, wo es auch wirklich schön ist, einige Zeit im Jahr zu verbringen. So, Baustein 11 eines freien und ortsunabhängigen Lebens ist, die Welt kennenzulernen. Viele der Dinge, die ich angesprochen habe, die kann man alle auch remote organisieren, was weiß ich, Staatsbürgerschaften besorgen, Aufenthaltstitel besorgen. Da muss man gar nicht wirklich in dem Land leben, da muss man gar nicht wirklich reisen. Aber natürlich, wenn es darum geht, ein Leben im Ausland zu etablieren, dann muss man natürlich auch tatsächlich die Welt kennenlernen. Dann muss man Länder, Gebiete, Orte identifizieren, wo man sich vorstellen kann zu leben. Dann macht man dort vielleicht mal ausgedehnte Reisen hin, vielleicht auch sogar mal Probewohnen, ja, dass man da mal 2, 3 Monate lebt, um wirklich diese Länder kennenzulernen, damit man dann auch wirklich weiß, hier könnte ich hinziehen, hier könnte ich mir ein Leben vorstellen. Möglicherweise hast du schon diese Reiseerfahrung gemacht, möglicherweise hast du schon in anderen Ländern gelebt, dann ist das für dich natürlich schon abgehakt, aber wenn du bisher wenig gereist hast, weil du zum Beispiel sehr hart gearbeitet hast, weil du eine Familie großgezogen hast, dann ist dann jetzt die Zeit letztlich, einmal hier verschiedene Länder vor Ort kennenzulernen und auch vertraut mit den Ländern wirklich zu werden. Also diese nicht nur als Tourist zu kennen, sondern auch tatsächlich als jemand, der dort längere Zeit verbracht hat. Und dann natürlich auch jemand, der die Schwächen dieser Länder identifizieren kann. Denn alle Länder haben ihre Schwächen. Nirgendwo ist tatsächlich nur das Paradies. Du musst für dich entscheiden, ob du mit diesen Schwächen eben leben kannst. Kannst du mit der Wärme leben, kannst du mit Moskitos leben zum Beispiel oder in anderen Orten mit dem Verkehr oder mit der Mentalität der Menschen oder was auch immer es ist. Du musst in der Lage sein, damit leben zu können. Und das kannst du nur entscheiden, wenn du dort Zeit verbracht hast. Das heißt, also das ist etwas, was bei dir parallel laufen sollte, sozusagen, dass du dich hier weiterbildest, dass du ein professioneller Reisender wirst, will ich schon fast sagen. Mir ist klar, dass das mit Familie möglicherweise schwierig ist. Wobei du wirst lachen, wir haben tatsächlich etliche Mandanten, die das auch mit Familie gemacht haben. Wir haben Mandanten, die haben ihre Kinder aus der Schule genommen, die haben gesagt, wir machen Homeschooling mit unseren Kindern und sind dann erst mal 2 Jahre um die Welt gereist. Ja, also das ist absolut möglich. Ich habe vorhin gesagt, dass die meisten Hindernisse nur im Kopf existieren. Und ich möchte, dass du das sehr ernst nimmst. Ja, dass du dich bei allen Einwänden, die du jetzt gegen eins dieser Maßnahmen hast, die ich vorgestellt habe, wirklich fragst, sind diese Einwände real oder existieren die nur bei mir im Kopf? Ja, ich bin erstaunt und überrascht davon, wie viele unserer Mandanten wirklich bereit sind, auch radikale Änderungen vorzunehmen in ihrem Leben. Also es gibt immer Dinge, da kann man keine Kompromisse machen. Der erste Baustein, den ich dir gesagt habe, war die Finanzierung. Ja, ich kann das Ganze komplett vergessen, bevor ich nicht in der Lage bin, unabhängig mich finanziell aufzustellen. Ja, entweder durch eine Tätigkeit oder durch eine Rente oder durch Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das ist ganz klar. Aber viele andere Dinge, die wir hier genannt haben, viele Hindernisse, viele Einwände, die existieren tatsächlich nur im Kopf. Und oftmals denke ich, dass Kinder ein solcher Einwand sind. Wir denken, nein, ich kann das nicht machen. Die Kinder müssen jetzt hier in die Schule gehen, die müssen da ihre Schule fertig machen.
die müssen gar nichts. Du denkst, dass die das müssen. Das heißt noch lange nicht, dass sie es wirklich müssen. Das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich schlechter im Leben gestellt werden, wenn sie jetzt zum Beispiel die Schule nicht in Deutschland fertig machen. Also das wird uns eingetrichtert vom Staat, dass es so ist, ja. Aber was spricht dagegen, dass du heute deine Kinder aus der Schule nimmst und eine Weltreise anfängst für 2 Jahre? Im Grunde genommen nichts. Nur die Hindernisse im Kopf, unter der Annahme jedenfalls, dass du es finanzieren kannst, ja. Ein Mangel an Finanzierung ist nun nicht im Kopf, ja. Wenn du keine Möglichkeit hast, das zu finanzieren, dann kann man es nicht machen, Punkt, ja. Aber viele andere Dinge, viele andere Hindernisse existieren in der Realität nicht, sie existieren nur in deinem Kopf. Also, der letzte Baustein, der Baustein Nummer 12, ist Vermögen steueroptimiert zu strukturieren. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn du aus Deutschland wegziehst, du möglicherweise noch 5 bis 10 Jahre in der deutschen Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer drin hängst, aber auch danach zum Beispiel bleibst du für in Deutschland belegenes Vermögen in Deutschland Schenkung und Erbschaftssteuer pflichtig. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum du dich dann von deutschen Immobilien tatsächlich trennen solltest. Nicht überstürzt und so, aber dann, wenn es Sinn macht. Immobilien solltest du in Ländern haben, wo du nicht von der Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer betroffen bist, auch nicht beschränkt Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer pflichtig bist. Andere Gründe, dein Vermögen steueroptimiert zu optimieren, sind ja Überlegungen, die wir immer wieder hören, zum Beispiel einer Vermögensteuer. Auch wenn du jetzt nicht mehr in der EU leben würdest, wenn es jetzt in der EU eine Vermögensteuer geben würde, mal irgendwann oder in Deutschland wieder, dann wäre natürlich EU-Vermögen von einer solchen Vermögensteuer betroffen. Oder wir denken an ganz krasse Maßnahmen des Staates, wie zum Beispiel den Lastenausgleich, wie es ihn nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Wenn es mal irgendwann wieder so etwas gibt, dann wirst du natürlich davon betroffen sein, wenn du deutsche Immobilien hast, auch wenn du nicht in Deutschland wohnst. Also dein Vermögen langfristig so zu optimieren, dass es steuergünstig ist, möglicherweise auch mit Stiftungen, mit Trust und so weiter und so fort. Das ist extrem wichtig und das ist der Baustein Nummer 12 für ein freies Leben. So, das waren sie jetzt unsere 12 Punkte. Mal was zum Nachdenken. Wie gesagt, du kannst mit der Umsetzung sofort beginnen. Mach dir diesen Fahrplan zu eigen. Möglicherweise hast du manche Dinge sowieso schon erledigt. Andere Dinge kann man auch erledigen, während man noch in Deutschland ist, zum Beispiel Kontoeröffnungen im Ausland. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dann stehen wir dir natürlich gerne zur Seite. Wie gesagt, trag dich hier in unsere Liste ein, dann schicke ich dir nochmal eine schriftliche, ausgearbeitete Version dieser 12 Punkte zu. Komm gerne zu einem unserer Seminare, lerne gerne Länder kennen bei einer unserer Reisen und natürlich ansonsten gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Alle Details in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, ein freies Leben außerhalb der EU zu leben. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.